In a smoky bunker in Leipzig, in what was once communist East Germany, skinheads gather for a clandestine concert. They call it a private party to avoid prohibition, but there's no guarantee the police won't raid. The band is Zensur. It's from the West, but it's here in the East that the right-wing scene is really jumping. Morgen. Morgen. Und hast du Hunger? Haben wir noch Zeit? Daniel Grunberg hardly fits the stereotype of a right-wing skinhead. The drummer of Zensur, he lives at home with his mum. They get along fine. She even drives him to work. An apprentice plumber, Daniel's doing better than many young people. He's got a job. But like many 19-year-olds, he's still searching for an identity. Ich denke mal, es liegt einfach daran, dass uns der Stolz genommen geworden ist, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat uns verboten, das zu sagen, was wir wirklich denken. So. Also ich denke mal, jedes Volk hat ja von Natur aus seinen Stolz. Man will sein Territorium verteidigen und man will einfach das sagen, was man denkt, und man will seine eigene Familie auch immer in Schutz nehmen. So. Es war alles, was sie gaben, als sie lagen im Schützengraben. Sie kämpften zusammen. Nein, noch nicht. Kämpften zusammen. Stimmt, ja. Für ein Ziel. Pride, belonging and sacrifice are popular themes in the Zensur repertoire. The band, however, doesn't consider itself neo-Nazi, just nationalistic, as Manuel and Volker explain. Die haben alle damit keine Probleme, nur weil halt Deutschland vorbelastet ist und man braucht halt nur zu sagen, wir sind stolz drauf, Deutsch zu sein, wird man direkt als Nazi abgestempelt und wirst in die Ecke geschoben. Die haben verehrt, was Hitler damals getan hat und so, in der weiten Spanne her. Ich glaube, daher kommt das ja alles noch. Ja. The band's name, Zensur, means censorship, and they think there's far too much of it. That skinheads have become the whipping boys for a country which can't deal with its past. Ein bisschen schneller. Unser letztes Konzert in Leipzig haben wir gespielt. Da sind wir gerade auf die Bühne, haben ein Lied gespielt und da kam dann die Polizei rein und haben das radikal leergeräumt. Die haben auf jeden draufgeschlagen mit den Schlagstöcken. Frauen, egal ob Frauen, also Mädchen, und da waren auch die älteren Leute, denen das Haus gehörte, da haben sie einfach auch drauf geknüppelt. Zensur is back on the road and heading east. Their fans in convoy behind them. Tonight, once again, they'll take their chances playing in Leipzig. Leipzig has long been a centre of commerce, culture and learning, renowned for its book fairs and as the place where Johann Sebastian Bach composed many of his greatest works. Even before the Berlin Wall came down, this place had energy. 9 years ago, the people of Leipzig were at the forefront of the push for democracy in East Germany. They met here at St. Nicholas Church every Monday, calling for an end to the communist regime and the reunification of their country. Today, however, the hopes and excitement of that time have, for many people, been replaced with disillusionment and insecurity. And that has made East Germany the most fertile ground for far-right extremism. In its day, Grunau housing estate was one of East Germany's biggest.
it's still home to 100,000 people. The rows of characterless high-rises were built to encourage uniformity. They still do. Only now it's the right, not the left, which appears to be reaping the harvest. In Leipzig gibt es sehr viele Mitglieder. Ein Kreisverband mit über 300 Mitgliedern ist der stärkste in ganz Deutschland. Mike Zimmerman is the spokesman for the Leipzig branch of the NPD, the National Democratic Party. It's Germany's oldest nationalistic party, with one of the youngest memberships. The average age is 22. Last year, their numbers here trebled. Weil die Situation hier eine besonders drastische und schlimme ist. Es gibt sehr viele Arbeitslose in Mitteldeutschland, im Durchschnitt 20%. Sehr, sehr viele junge Arbeitslose, sehr, sehr viele junge Menschen, die keine Ausbildung bekommen und dann eben damit ihren Protest ausdrücken wollen. The NPD is not a large party. Nationwide, it has no more than 6,000 members. But when they call a protest, the police turn out in force. Das Auto bitte abstellen und dann rauskommen. It's Saturday morning in Chemnitz, and police have blocked the road coming in from Leipzig. The NPD is holding a rally, and left-wing activists have vowed to disrupt it. The last time that happened in Leipzig, the rioting lasted several days. Ja, wir checken hier alle Personen durch, damit sie keine Waffen, verbotenen Gegenstände, ja, und Gegenstände eben, die dazu benutzt werden können, um Körperverletzungen zu begehen, zum Demonstrationsort mitnehmen. Das ist unser Auftrag. The searchers turn up all manner of weapons, often pistols. Any propaganda and flags which may be associated with the Third Reich are also taken away for checking. Schmeißt die Faschisten raus, ihr Drecksäcke! Verpisst euch hier! Dann schlagt da drüben rein! Solche Drecksäcke, Elende! In the central plaza of what was formerly Karl-Marx-Stadt, the mood is tense. Around the city, 2,000 police prepare for action. Deutsche Soldaten, deutsches Blut darf nur für deutschen Boden eingesetzt werden. Und wir Nationaldemokraten... Udo Voigt is the NPD's national leader. A former captain in the German army, he believes in genetic superiority. Like his party, he stands for fatherland, not foreigners, for financial independence, not European Union, and ultimately for the recreation of a nationalist socialist state which extends east into present-day Poland. Wir wissen, dass es einen Grund hat, warum es in Deutschland uns heute besser geht als hunderten Millionen auf der ganzen Welt. Das liegt an unseren Vätern, an unseren Großvätern. Das liegt an unseren Ahnen. Die haben Deutschland urbar gemacht. Die haben dieses Land aufgebaut und über Jahrtausende und Jahrhunderte hinweg gegen alle Feinde verteidigt, die es bedrohen. Wir sind heute dazu aufgerufen, Deutschland erneut zu verteidigen. Ja. Today's rhetoric is chillingly reminiscent. An echo of Adolf Hitler, whose fiery mix of racism and nationalism fueled one of history's greatest crimes. More than half a century has passed since World War II, but what remains of Sachsenhausen concentration camp still has the power to move. "100,000 people, Jews, Russians, and other so-called enemies of the state were exterminated here. They suffered unspeakable tortures in life and gross disrespect even after death."
Ignorant of the past, young people make easy targets for the propaganda and anthems of the far right. And that, according to the authorities, is why German censorship is brutal. Das hier ist eine Platte, die im letzten Jahr verboten wurde und beschlagnahmt wurde, die Zillertaler Türkenjäger. Klaus Farin is a Berlin-based author and commentator on youth subculture. Und das sind alles verbotene Videos, Computerspiele, Platten, Bücher. He believes the government's heavy-handed approach to censorship has only made skinhead music more popular and the industry more professional, potentially more dangerous. 10.000. Man veröffentlicht keine Hymnen auf Hitler oder Rudolf Hess, sondern schreibt traurige Balladen über arme, arbeitslose Deutsche, die nichts bekommen vom Staat, während ein Flüchtling aus einem anderen Land mit dem Mercedes zum Sozialamt fährt, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe kassiert, dann zum nächsten Ort fährt und wieder dasselbe macht. That image couldn't be further from the truth. At the asylum seekers' home in Leipzig, residents have a full-time job just getting by. Racist crime has risen markedly, and according to the Darweshi family from Afghanistan, the climate is getting only worse. سه سال ما هستم زندگی میکنم تابال کدام برخورد ما تابال نیده بودم که دمی اواخر ما بیشتر برخوردهای خراب میبینم شاورما میخواستن بزنن خودم هم رای سنگ زدن بچه ما که میخواست فوتبال بره او را تهدید کردن میخواستن بزنن و تمام به طور اون کل هاوسلندرها بیشتر پرابلم دارن. Ich denke auch nicht, dass die eigentlichen Bedroher dieser Demokratie halbwüchsige Kids sind, die Asylbewerberinnen Heime angreifen, die Andersdenkende und anders Aussehende verprügeln, sondern die Politik und die Ideologie, die dahinter steht. Ilona Weber, a long-time social worker in Leipzig, is writing a thesis on right-wing youth. She thinks the move toward extremism only mirrors what's happening in the rest of German society. Ein bekannter Rechtsextremer hat neulich mal im Fernsehen gesagt, dass die die großen bürgerlichen Parteien in der Zwischenzeit rechter sind als das, was er vor 10 Jahren selber gefordert und gesagt hat. In Chemnitz, the NPD rally has broken up. While en masse the party's supporters appear threatening, the NPD itself may not even score enough votes in the elections to enter the national parliament. But Ilona Weber believes it's just a matter of time, that the slide to the right will continue no matter who takes office. And that fills her with foreboding. Ich befürchte einfach aus der Geschichte, die wir nun erfahren haben, dass eine ähnliche Entwicklung möglich ist. Natürlich denke ich, dass wir genügend Kräfte haben, dass diese Gesellschaft genügend Kräfte hat, die sie mobilisieren kann dagegen. Aber sicher bin ich mir nicht mehr, leider. For Zensur, the party's about to begin. After a string of mobile phone calls, we've arrived at our secret destination, a small village not far from Leipzig. It's a rare glimpse of the underground. Outsiders are rarely trusted. I get the feeling this is more about youthful rebellion than it is about reintroducing the Third Reich. Nevertheless, I wouldn't be here if I were black. Germany has every reason to fear extremism. But the culture of the right doesn't start here. It lies at the heart of German society.
And ultimately, that's where these young people will look for their lead.